Herzlich willkommen in der Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie. Ich stehe hier mit Jannis Lutz, einem der Kuratoren der Ausstellung, im letzten Raum, Archiv der Gegenwart. Und Jannis, was sehen wir hier eigentlich? Ja, wir sehen hier ganz viele Superheldinnen und Superhelden aus dem Kosmos der Popkultur an unserer Comic-Tapete, wie wir sie immer genannt haben. Also Figuren, Rächerinnen und Rächer, die auch in unserer Ausstellung vorkommen, so wie der Golem oder Lilith. Was hat der Golem denn mit Rache zu tun und mit den Superheldengeschichten? Er hat damit zu tun, weil er insbesondere 45 oder nach 45 eine Umdeutung im Comic-Genre bekommen hat. Insbesondere in Amerika, da sind Golem-Figuren, sehr mächtige, wütende, auch rächende Golem-Figuren entstanden, die sich im Rückblick an den Nationalsozialisten gerächt haben. Und das meistens an dem Ort seiner Herkunft in Prag. Und die meisten Zeichner waren auch jüdisch, nicht wahr? Das spielt schon eine Rolle für diese Fantasien, würde ich sagen. Ja, einer der ersten Golem-Figuren, die gezeichnet wurden im Comic-Genre und die sich gerächt haben, stammte von Joe Kubert, ein sehr bekannter jüdischer Comiczeichner, den wir noch in ein, zwei anderen Graphic Novels auch hier in der Ausstellung vorstellen. Und eine andere Figur sehen wir noch, dazu kannst du wahrscheinlich mehr sagen, nämlich Lilith. Ja, Lilith ist eine Figur, die mir am Herzen liegt. Und zwar nicht nur, weil sie spielt in der jüdischen Tradition eine große Rolle. Lilith ist ja eine Dämonin, die man abwehren soll, wenn Frauen ein Kind kriegen, weil sie die Wöchnerin bedroht und auch den unbeschnittenen Sohn. Sondern Lilith wird ja zu einer ganz anderen Figur in der zweiten Frauenbewegung. Nämlich zu einer Figur, die sich an Männern für ihre Dominanz rächt. Sozusagen. Also sie wird zu einer Feministin, aus der Dämonin zur Feministin. Und genau das erzählen wir in unserer Ausstellung. Und das ist auch hier an einem Plakat zu sehen mit Rachel Rising, die auf Lilith Bezug nimmt. Oder Power Lilith aus dem Kosmos der X-Men, auch hinter uns zu sehen, wie sie als Tochter Dracula sich an ihrem Vater rächt und sehr powervoll I am Lilith ruft. Ja, stimmt. Ich glaube, was ich auch mag an dieser Wand ist, dass sie halt diesen Moment groß bläst. Und genau das tun wir auch in unserer Ausstellung. Es geht um Gesten, es geht um den Moment der Ermächtigung sozusagen, die im Racheakt dann vollzogen wird. Der Racheakt, der gegen das Böse, gegen die Unterdrücker, gegen die Peiniger vollzogen wird von übermächtigen Figuren. Und das ist eine alte Fantasie. Wir finden schon in der Bibel solche Figuren, etwa mit Samson, und die dann später in der jüdischen Tradition weiter fortgeschrieben werden. Aber dieser Raum geht ja noch weit darüber hinaus, nicht wahr? Der geht noch darüber hinaus, also nicht nur, dass wir hier Comics zeigen oder Wolfenstein, also unsere Besucherinnen und Besucher können ja auch ein Videospiel spielen, in dem man sich wirklich hands-on an Nazis rächen kann. Ja, was vielleicht auch interessant ist an dem Computerspiel, es ist ja lange auf dem Index gewesen. Also es ist sozusagen auch eine Grenze. Es ist nicht mehr auf dem Index, sonst könnten wir es nicht zeigen. Aber die Handlungen, um die es uns hier geht, sind natürlich auch Handlungen jenseits der Rechtsstaatlichkeit. Es sind Handlungen, die eintreten in dem Moment, wo Rechtsstaatlichkeit nicht greift, angesichts des monströsen Geschehens, etwa der Shoah. Und letztlich lässt sich das auch in Verbindung bringen mit Wolfenstein. Ja, jenseits der Rechtsstaatlichkeit ist auch der Grund, wieso es auf dem Index gelandet ist. Denn nicht, wie man vielleicht vermutet, dass explizit Hakenkreuze zeigt, sondern aus Angst vor Selbstjustiz in den 90ern. Also mit Erstarken einer sehr rechten Bewegung, Rechtsextremismus, den wir Anfang der 90er, Mitte der 90er hier in Deutschland erlebt haben, hatte man Angst, dass das Spiel zur Selbstjustiz anheizen würde. Daher auf dem Index gelandet, nicht aufgrund der Hakenkreuze. Lass uns doch mal, es gibt ja noch viel mehr hier in dem Raum zu sehen. Was noch? Es gibt noch eine Rächerinnen-Galerie, also wir sehen hier Rächerinnen und Rächer, die wir bei uns in der Ausstellung auch zeigen, nochmal in anderen Posen, in anderen Bildern. Man kann hier nochmal Filmausschnitte beispielsweise von Mazeltov Cocktail oder Inglourious Basterds in Ruhe anschauen oder durch ganz viele Comics stöbern auch. Stellen wir hier unsere Quellen zur Verfügung, mit denen wir gearbeitet haben. Wir machen transparent, worauf wir uns beziehen und woher wir das haben. Und wir führen hier zu Ende den Dialog, der in der extra geschaffenen Dialogspur zwischen Direktorin und Kurator in unserer Ausstellung
gefühlt wird. Also wir wollen in Dialog treten, wir wollen Diskussionen, wir wollen unsere Besucherinnen und Besucher dazu auffordern, mit uns ins Gespräch zu kommen. Denn das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das, was uns eigentlich wichtig ist mit dieser Ausstellung. Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch treten über eine Emotion, die entstanden ist über die jahrhundertelange Erfahrung von Entrechtung und Gewalt und Strategien der Gegenwehr, die in der Fantasie und in der Populärkultur erzählt werden. Sie haben hier die Möglichkeit, Ihr Feedback zu hinterlassen. Hier in diesem letzten Raum findet auch immer wieder etwas statt. Und was da stattfindet, Jannis, vielleicht magst du das erzählen? Ja, es findet unser Artist-in-Residence-Programm statt. Wir haben 4 künstlerische Positionen, die hier in diesem Raum arbeiten werden, in unserem Archiv der Gegenwart. Und so die Ausstellung dann mit ihren eigenen Positionen, mit ihren eigenen Gedanken und künstlerischen Werken zum Thema Rachegeschichte und Fantasie fortzuführen. Also, kommen Sie vorbei.